Stellen Sie sich vor, Sie sind in den sichersten Mauern des ganzen Königreichs eingeschlossen. Draußen wartet eine feindliche Armee, bereit, die Mauern zu schleifen und alles zu vernichten, was ihnen lieb ist. Aber was, wenn der wahre Feind gar nicht da draußen ist? Was, wenn er schon längst bei Ihnen ist hier drin? Ihr Ende kommt nicht durch ein Schwert, einen Pfeil oder einen Katapultstein. Es kommt durch den Gestank, den Dreck und die Krankheiten, die diese mächtige Festung langsam aber sicher in einen steinernen Sarg verwandeln. Das hier ist die Geschichte, wie die größten Burgen des Mittelalters während einer Belagerung zu Todesfallen wurden, in denen ein unsichtbarer Feind im Inneren Meer Opfer forderte als jede Armee. Eine mittelalterliche Burg war so viel mehr als nur ein Haufen Steine. Sie war ein Symbol der Macht, ein Bollwerk gegen eine chaotische und gefährliche Welt. Ihre dicken Mauern schienen uneinnehmbar, die Türme ragten in den Himmel und die gut bewaffneten Verteidiger auf den Zinnen versprachen absolute Sicherheit. Für die Menschen, die im Schatten der Burg lebten, war sie der ultimative Zufluchtsort. Wenn der Feind anrückte, zogen sich alle hinter die Mauern zurück Soldaten, Handwerker, Bauernfamilien mitsamt Vieh und Vorräten. Der Feind konnte draußen toben, doch hier drinnen Südouest d'Achtemont war man sicher. Dieses Gefühl der Unverwundbarkeit war ein Eckpfeiler der mittelalterlichen Kriegsführung. Burgen wie die mächtige Burg Rheinfels am Rhein wurden über Jahrhunderte immer weiter ausgebaut, um jeder erdenklichen Bedrohung standzuhalten. Sie überstanden Belagerungen, die Monate, manchmal sogar über ein Jahr dauerten. Man vertraute auf den Stein, auf die Höhe der Mauern und auf den Mut der Verteidiger. Dabei übersah man aber eine fundamentale Schwachstelle, die nichts mit Waffen zu tun hatte, die menschliche Biologie. Denn mit jedem Tag der Belagerung begann im Inneren der sicheren Festung ein schleichender Verfall, der weitaus tödlicher war als die Schwerter der Angreifer. Alles Leben braucht Wasser. In einer belagerten Burg wurde diese simple Wahrheit zur Frage über Leben und Tod. Das Herzstück jeder Festung war ihr Brunnen oder ihre Zisterne. Das war die Lebensader, die Hunderte, manchmal Tausende von Menschen und Tieren versorgen musste. In Friedenszeiten war das meist kein Problem, man konnte ja Wasser von nahen Bächen holen. Sobald aber die Tore geschlossen waren, wurde der Brunnen zur einzigen Quelle, und diese Quelle war nicht unerschöpflich. Der tägliche Bedarf war gigantisch, Wasser zum Trinken, zum Kochen. Und natürlich für die Pferde und das Vieh, schnell musste das Wasser rationiert werden. Jeder Schluck wurde kostbar. Aber der Durst war nur der Anfang. Die wahre Katastrophe begann, als das Wasser schlecht wurde. Man muss sich das vorstellen, in der überfüllten Burg gab es keine Kanalisation. Menschliche und tierische Abfälle sammelten sich überall an. Bei Regen sickerte diese verseuchte Brühe durch den Boden und fand nicht selten ihren Weg in den Brunnen, der das Grundwasser anzapfte. Natürlich versuchte man, Latrinen nicht direkt neben der Wasserquelle zu bauen. Aber in der Enge der Burg und mit der Zeit war eine Kontamination fast unvermeidlich. Eine undichte Latrine genügte, um die gesamte Wasserversorgung in Gift zu verwandeln. Die Menschen tranken das Wasser, das sie krank machte, weil sie keine andere Wahl hatten. Die Lebensader der Burg wurde so zur Hauptverkehrsader für den Tod, man wusste zwar aus Erfahrung, dass dreckiges Wasser krank macht, aber die wahren Übeltäter, die Bakterien, waren unsichtbar. Während das Wasser im Untergrund zur Gefahr wurde, spielte sich an der Oberfläche eine noch viel sichtbarere Katastrophe ab, der Gestank. Mittelalterliche Burgen waren schon in Friedenszeiten keine Parfümerien. Die Kleidung aus Wolle und Leinen sog jeden Geruch auf, und Seife war ein Luxusgut. Für die Notdurft gab es die berühmten Aborterker kleine Toilettenhäuschen, die aus der Mauer ragten. Die Fäkalien fielen einfach runter in den Burggraben oder an den Fuß der Mauer, ziemlich praktisch, solange man den Abfall so los wurde.
Während einer Belagerung aber scheiterte dieses System katastrophal. Die Burg war von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand kam mehr raus. Plötzlich waren hunderte Menschen auf engstem Raum gefangen, zusammen mit ihren Tieren. Wohin mit all dem Müll? Die Antwort war einfach nirgendwohin. Die Burghöfe verwandelten sich in stinkende Moraste aus menschlichen und tierischen Exkrementen, Essensresten und anderem Unrat. Man grub provisorische Latrinengruben, die bei jedem Regen überliefen und ihren Inhalt auf dem Gelände verteilten. Der Gestank muss unvorstellbar gewesen sein, eine erstickende Mischung aus Fäkalien, verrottendem Abfall und der Enge hunderter ungewaschener Körper. Das war psychologische Folter. Die Verteidiger, die eigentlich die Mauern halten sollten, ergriffen sprichwörtlich die Flucht vor ihrem eigenen Dreck. Die stolze Festung erstickte langsam an ihrem eigenen Unrat, die dritte Säule der Katastrophe war das Essen, eine Belagerung war immer ein Wettlauf gegen die Zeit und die schwindenden Vorräte. Burgen hatten riesige Lager mit Getreide, Pökelfleisch und anderen haltbaren Lebensmitteln. Aber selbst die größten Vorräte sind irgendwann leer. Und was noch schlimmer war, die Vorräte wurden selbst zum Ziel für eine neue, innere Armee, die wachsenden Abfallberge waren ein Paradies für Ungeziefer. Ratten, Mäuse und Insekten vermehrten sich explosionsartig und fielen über die kostbaren Lebensmittel her. Getreidesäcke wurden zerfressen und mit Kot verunreinigt, Fleisch wurde madig und Brot schimmelte. Die Fliegen, die sich auf den Fäkalienhaufen tummelten, setzten sich als nächstes auf das Essen der Menschen. Für die Eingeschlossenen bedeutete das den doppelten Horror, die Nahrung wurde nicht nur von Tag zu Tag knapper, sie wurde auch immer gefährlicher. Ein Bissen Brot oder ein Schluck Wasser konnte jetzt den sicheren Tod bedeuten. Die Moral der Verteidiger, ohnehin schon durch Hunger und Gestank zermürbt, sank ins Bodenlose. Jeder Tag war ein Kampf ums Überleben nicht gegen den Feind vor den Toren, sondern gegen den Teller vor einem selbst. Bevor wir zu den schrecklichen Konsequenzen kommen, die aus diesem perfekten Sturm aus Dreck, Durst und Hunger entstanden, eine kurze Bitte. Wenn euch gefällt, wie wir die oft vergessene Realität hinter den romantischen Mythen der Geschichte aufdecken, dann lasst doch ein Like für dieses Video da und abonniert den Kanal, das hilft uns ungemein, weiterhin solche tiefgehenden Analysen zu machen. Wasser, Abfall, Nahrung, diese drei Probleme bildeten eine unheilige Dreifaltigkeit, die unausweichlich in die ultimative Katastrophe führte, den Ausbruch von Seuchen. In der Enge der belagerten Burg, wo hunderte geschwächte Menschen zusammengepfercht waren, hatten Krankheitserreger das perfekte Jagdrevier. Die häufigsten Todesursachen waren dabei nicht unbedingt die Pest, wie man vielleicht denken würde, sondern tückische Magen-Darm-Infektionen. An vorderster Front stand die Ruhr, wegen ihrer Symptome auch roter Tod genannt. Sie wurde durch Fäkalien im Wasser und auf der Nahrung übertragen. Die Symptome waren grausam, heftiger, oft blutiger Durchfall, hohes Fieber und extreme Dehydration. Ein weiteres Schreckgespenst war Typhus, das sogenannte Nervenfieber. Dieser Erreger wurde nicht primär durch Wasser, sondern durch Läuse übertragen, die auf den ungewaschenen Körpern in der Enge ideale Bedingungen fanden. In einer Welt ohne Antibiotika oder Infusionen war das oft ein Todesurteil. Die Krankheiten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Ein Schluck verseuchtes Wasser, eine unachtsam zubereitete Mahlzeit, eine Laus im Kragen und schon war der nächste Soldat infiziert. Die Verteidiger starben nicht im heldenhaften Kampf auf den Zinnen, sondern elendig auf ihren Strohsäcken im Inneren der Burg. Bald überstieg die Zahl der Kranken die der Gesunden. Es gab nicht genug Leute, um die Toten zu bestatten, was die hygienische Lage nur noch weiter verschlimmerte. Die Armee im Inneren der Burg zerfraß sich quasi selbst. Schätzungen gehen davon aus, dass bei vielen Belagerungen weit mehr Menschen an Krankheiten starben als durch direkte Kampfhandlungen.
Die Burg war keine Festung mehr. Sie war ein versiegeltes Grab, eine biologische Zeitbombe, die hochgegangen war. Der Feind draußen musste eigentlich nur noch warten. Die Verteidiger, die einst so stolz auf ihren Mauern standen, waren jetzt zu schwach, um eine Waffe zu halten. Ihre Körper waren von Krankheit zerfressen, ihr Geist von Gestank und Hoffnungslosigkeit gebrochen. Die Geschichte ist voll von Beispielen. Das vielleicht berühmteste ist die Belagerung von Thiers. Togalliat im Jahr 1204 diese von Richard Löwenherz erbaute. Vorzeigefestung galt als absolut uneinnehmbar. Doch nach 6 Monaten Belagerung fanden die französischen Angreifer eine Schwachstelle. Eine populäre Legende besagt, Soldaten seien durch einen Aborterker geklettert. Das ist eine gute Geschichte, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich etwas prosaischer. Aber genauso symbolträchtig, Historiker gehen heute davon aus, dass die Angreifer durch unbewachte Kapellenfenster eindrangen, die sich in der Nähe der Latrinen befanden. Die Festung wurde also quasi durch ihren eigenen Schmutz besiegt. Auch bei der Belagerung der gewaltigen Festung Rheinfels 692, die von rund 4.000 Hessen gegen eine Übermacht von 28.000 Franzosen gehalten wurde, müssen die Bedingungen katastrophal gewesen sein. Die Verteidiger hielten zwar heldenhaft stand, doch die hohen Verluste durch den harten Winter und die monatelange Belagerung deuten stark darauf hin, dass auch hier Krankheiten gewütet haben müssen. Eine Burg konnte noch so stark sein, wenn ihre Besatzung im Inneren dahinsiechte, waren die Mauern am Ende wertlos. Die Geschichte von Belagerungen ist oft eine Geschichte von Heldenmut und genialer Kriegsführung. Aber die schmutzige Wahrheit ist, dass viele Burgen nicht durch Katapulte oder Sturmangriffe fielen, sondern einfach von innen heraus verrotteten. Der Weg von der sicheren Festung zur Todesfalle war ein unaufhaltsamer Abstieg, das Wasser wurde zu Gift. Der Abfall erstickte die Höfe, das Essen wurde faul und die Krankheit erntete die geschwächten Verteidiger. Das wirft ein ganz anderes Licht auf die romantische Vorstellung von der sauberen, majestätischen Ritterburg. Burgen waren funktionale Militäranlagen. Und ihre größte Schwachstelle war nicht der Stein, aus dem sie gebaut waren, sondern die Biologie der Menschen darin. Der Gestank der Belagerung war mehr als nur ein übler Geruch, er war der Geruch des Todes, der von innen kam. Und er erinnert uns daran, dass in der Geschichte die unsichtbaren Feinde Bakterien, Viren und mangelnde Hygiene oft mächtiger waren als die größten Armeen der Welt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.